Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittag und endlich ist es soweit. Zum einen endlich, weil ich mit euch über die neuen Produkte von Samsung sprechen darf. Auf der anderen Seite, weil es auch endlich wieder eine Samsung Galaxy Watch Classic gibt, dieses Mal in der 6. Version. In diesem Video werde ich tatsächlich nur die Samsung Galaxy Watch 6 und auch die Galaxy Watch 6 Classic ansprechen. In weiteren Videos möchte ich euch aber auch das Z Flip 5 vorstellen und das Z Fold 5 und möglicherweise sogar etwas über die neue Galaxy Tab Serie sprechen. Das Video habe ich in verschiedene Bereiche kategorisiert, das heißt, ich möchte mit euch über die Preise sprechen, über die verschiedenen Modelle sprechen, über die Farben sprechen, technische Daten sprechen, aber natürlich auch über die Funktionen, die die neuen Galaxy Watches 6 so mit sich bringen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Vorstellung und mit meinem ersten Eindruck zur Galaxy Watch 6 und auch Galaxy Watch 6 Classic. Damit nochmals ein herzliches Willkommen zu meiner Vorstellung der Galaxy Watch 6 und auch Watch 6 Classic. Und am Anfang möchte ich mit euch über die Größen und auch die Preise sprechen. Es gibt auf der einen Seite die Galaxy Watch 6, auf der anderen Seite die Galaxy Watch 6 Classic. Die Galaxy Watch 6 sieht der Galaxy Watch 5 verdammt ähnlich. Ein kleines Vergleichsvideo wird auch in den nächsten Tagen hier auf meinem Kanal kommen. Die Galaxy Watch 6 Classic richtet sich so eher an den klassischen Uhrenträger, Galaxy Watch 6 so eher an den fitnessorientierten, weil anderes Material, Aluminium dadurch auch etwas leichter. Beide Uhrenmodelle gibt es in zwei verschiedenen Größen. Galaxy Watch 6 fängt bei 40 mm an und hört bei 44 mm auf. Galaxy Watch 6 Classic fängt bei 43 mm an und hört bei 47 mm auf. Ähnliche Unterschiede gibt es dann auch bei den Preisen. Die Galaxy Watch 6 beginnt bei 319 €, dann natürlich für das kleinste Modell mit 40 mm und in der Bluetooth-Version. Die Galaxy Watch 6 Classic kostet direkt 100 € mehr. Das heißt 100 € Preisunterschied erstmal bei der Grundauswahl zwischen Galaxy Watch 6 und auch Galaxy Watch 6 Classic. Dabei bekommt man dann natürlich die Bluetooth-Variante. Möchtet ihr LTE dabei haben, müsst ihr 30 € mehr zahlen. Das heißt, statt 319 € 349 €, statt 419 € 449 €. Möchtet ihr dann allerdings auch das etwas größere Modell nehmen, das heißt nicht 40 mm, sondern 44 mm und auch nicht 43 mm, sondern 47 mm bei der Classic-Variante. Ich weiß, das ist etwas kompliziert, kostet das Ganze nochmals 50 € mehr, sodass die teuerste Version, nämlich die Galaxy Watch 6 Classic, mit 47 mm Gehäuse in der LTE-Version dann 499 € kostet. Das Gute bei Samsung ist allerdings auch, wenn man Vorbesteller ist, bekommt man A, ein gratis Armband dazu, was ja auch in der Regel so zwischen 30 bis 50 € kosten kann, plus maximal 75 € Eintauschprämie, wenn ihr ein anderes Modell der Galaxy Watch Serie, die ihr vormals besessen habt, zum Beispiel eintauscht. Damit auch schon zu den Farben und auch zu den Materialien. Ich habe das eben schon mal ganz kurz angesprochen. Die Galaxy Watch 6, also die ganz normale Einstiegsvariante, die richtet sich ja so eher an den Fitnessorientierten, besteht dementsprechend aus einem leichten Material, nämlich Aluminium, während die andere, die Galaxy Watch 6 Classic, aus Edelstahl besteht. Daher natürlich dann auch der Preisunterschied, aber natürlich auch ein geringer Gewichtsunterschied von ein paar Gramm. Es gibt insgesamt 3 Farben, nämlich Graphit und Silber, dann in den Versionen von 44 mm, 43 mm und 47 mm. Die kleine Variante, also die 40 mm Galaxy Watch 6, also für den Fitnessorientierten, gibt es dann noch in der Farbe Gold, um so möglicherweise auch mehr Frauen für die Uhr abholen zu können. Jetzt noch mal ein kurzes Wort zum Display und auch zum Gehäuse. Materialien habe ich schon angesprochen, Aluminium und auch Edelstahl, aber auch vor allem im optischen unterscheiden sich beide Versionen wirklich ungemein. Wie gesagt, die 6er Version eher Fitness, die 6 Classic so eher ja, für den Uhrenbegeisterten oder klassischen Uhrenträger gerichtet. Während die 6er so aussieht wie die 5er, ich habe da bisher wirklich nur sehr kleine Designunterschiede gesehen, sieht die Watch 6 Classic aber auch nicht so aus wie die Galaxy Watch 4 Classic, weil die Lunette nochmals kleiner geworden ist und auch eine andere oder eine etwas andere Riffelung besitzt. Apropos Lünette, die Galaxy Watch 6, die ganz normale, könnt ihr natürlich über eine digitale Lünette wieder bedienen. Das heißt, am Displayrand müsst ihr mit dem Finger für die Navigation hin und her fahren. Die Galaxy Watch Classic, und das habe ich ja schon immer bei den Classic-Versionen so geliebt, hat diese physische, haptische Lünette, wo ihr wirklich richtig schön klicken könnt mit einer schönen Rasterung und ja, wirklich so an den klassischen Uhrenträger gerichtet. Das sieht wirklich richtig gut aus. Was sich zur Vorgängerversion geändert hat, ist die Displaygröße. Das ist nicht mehr 1,19 Zoll groß, sondern mittlerweile 1,31 Zoll groß.
aber das Gehäuse ist dafür auch nicht größer geworden. Vielmehr sind die Gehäuseränder bzw. Displayränder nochmal um 30% kleiner geworden. Das gepaart, zumindest bei der Classic-Variante, mit einer dünneren Lünette, macht die Uhr nochmals deutlich moderner, aber auch deutlich schicker. Und wenn es rein vom Design ausgehen würde, würde ich tatsächlich definitiv zur Galaxy Watch 6 Classic greifen. Ein ganz wichtiger Punkt bei Uhren, und das sieht man natürlich nicht nur bei der Apple Watch, sondern natürlich auch bei der Galaxy Watch Serie, sind natürlich Armbänder. Und Armbänder, die natürlich im Zusammenspiel mit der entsprechenden Uhr, entweder der 6er oder der 6 Classic, immer ein irgendwie anderes Aussehen auf das Handgelenk zaubern. Es gibt zum einen Gewebearmbänder, Hybrid-Lederarmbänder, Edelstahlarmbänder, Sportarmbänder. Es gibt im Grunde genommen eine Vielzahl von Armbändern, womit ihr eure Uhr natürlich personalisieren könnt. Das Neuartige ist allerdings, die neuen Armbänder besitzen einen Quick-Verschluss, also so einen Schnellverschluss, wie man das in ähnlicher Art und Weise auch von Apple kennt oder wie ich es jetzt auch in der letzten Generation, in den letzten Wochen auf der Huawei Watch 4 Pro gesehen habe. Das heißt, ihr habt nur noch einen Druckknopf, den drückt ihr ein und ihr könnt entsprechendes Armband rausziehen. Jetzt gibt es möglicherweise bereits Leute, die sagen, ja, aber ich habe ja schon 1000 Armbänder für die Galaxy Watch 5. Keine Sorge, die passen auch alle auf die Galaxy Watch 6. Das heißt, ihr habt nicht mehr diesen kleinen Schieber, den ihr unten mit dem Fingernagel zur Seite ziehen müsst. Ihr drückt auf den Knopf, zieht das entsprechende Armband raus und klickt dann auf entsprechende altbekannte Art und Weise dann das Armband der Galaxy Watch 5 zum Beispiel ein. Wie die Armbänder der Galaxy Watch 6 auf die Galaxy Watch 5 passen, kann ich euch an dieser Stelle noch nicht sagen, werde ich aber natürlich auch entsprechend in meinem ausführlichen Testbericht in den nächsten Wochen zeigen. Kurzes Wort noch zum Prozessor und auch zum Akku, wobei ich das wirklich ganz schnell abhandeln möchte. Es gibt einen Exynos W930 SoC, der das Gerät natürlich wieder etwas performanter antreiben soll, und auch die Akkugrößen sind gestiegen. Das sah auf der Grafik, die ich anfangs bei Samsung gesehen habe, etwas stärker aus, als es tatsächlich so ist. So zwischen 5 bis 10% ist die Akkukapazität gestiegen. Allerdings ist natürlich auch das Display etwas größer geworden. Ich würde aber sagen, von der Akkulaufzeit, außer der SoC, also der Prozessor, ist deutlich besser geworden, richtet sich so an die Akkulaufzeiten einer Galaxy Watch 5. Das heißt, mit einem Tag Laufzeit solltet ihr auf jeden Fall über die Runden kommen. Wenn es mal etwas mehr sein könnte, ist das auch gut, aber ich denke mal, so maximal 30 Stunden sollten drin sein. Kurzes Wort noch zur Software. Wie auch schon bei der Galaxy Watch 5 kommt jetzt Googles Wear OS zum Einsatz, allerdings natürlich etwas verfeinert mit einer Samsung-eigenen Oberfläche. Und was natürlich ganz klar im Fokus von Samsung steht und die das auch aus den vergangenen Generationen anhand der Nutzerdaten auch erfahren haben, stehen vor allem wieder die Gesundheitsdienste absolut im Fokus. Natürlich Schlaftracking, Pulsmessung, Vorhersage des Menstruationszyklus, SOS-Funktion bei einem Sturz, Anzeige von Notfallinfos, EKG kann man natürlich machen und man soll auch eine Warnung bei Herzrhythmusstörungen bekommen, wobei diese Funktion für Europa noch nicht freigeschaltet ist, erst wahrscheinlich in den nächsten Wochen, möglicherweise sogar Monaten erst kommen wird, weil momentan noch die Zertifizierung für Europa läuft. Theoretisch ist das aber möglich. Hauttemperatur kann auch abgelesen werden und wie ich auch gehört habe, soll es auch möglich sein, über den Hauttemperaturensensor bestimmte Oberflächentemperaturen von anderen Gegenständen ermitteln zu können. Das heißt, wenn ihr wirklich so richtig auf Sport abfahrt und auf eine leichte Watch setzt, dann würde ich euch natürlich die Galaxy Watch 6 in der normalen Version empfehlen. Wenn ihr so etwas zu den klassischen Uhrenträgern gehört, aber natürlich nicht nur dieses klassische Design haben möchtet, sondern auch auf alle Fitnessfunktionen zugreifen möchtet, dann ist natürlich die Galaxy Watch 6 Classic die richtige Wahl für euch. Ich finde auch die Einstiegspreise ab 319 € gehen, 499 € für das teuerste Modell, das immer verglichen mit dem, was die Uhr kann, im Vergleich natürlich zum Klassenprimus, zum Platzhirschen von Apple, ist das ein absolut fairer Kampfpreis. 499 € für Bluetooth, Classic-Version, Edelstahl, größtmögliches Display, höchstmögliche Akkulaufzeit, sieht das meiner Meinung nach gut aus. Und ich bin wieder mal absolut begeistert natürlich von der Classic-Variante. Hinterlasst mir doch mal gerne einen Kommentar, welche Uhr euch mehr abgeholt hat. Die ganz normale Galaxy Watch 6 oder natürlich die Galaxy Watch 6 Classic, wie in meinem Fall. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es darum geht, das Teil ausführlich zu testen, beziehungsweise beide Teile ausführlich zu testen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt bei meinem ersten Eindruck. Und wenn ihr auch mehr zum Z Flip 5 und Z Fold 5 sehen möchtet, dann schaut unten gerne rein, habe ich euch nochmals in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dahin, macht's gut und ciao.